wie bei so vielen, die Wurzeln liegen in den USA. Und die Ideen und Entwicklungen, die entstanden schon lange vor 1981, also vor der Präsentation der ersten CD. Ihr erinnert euch, Osterfestspiele in Salzburg, Herbert von Karajan, Sony, Philips, Polygram präsentierten die erste CD. Aber wie war das denn, Konrad? Erzähl doch mal. Da gab es doch diesen David Paul Gregg und etliche Grundlagenpatente. Ja, der David Paul Gregg, der hat von 1923 bis 2001 gelebt und er war in den späten 50er Jahren Mitarbeiter der kalifornischen Elektronikfirma Vestrex. Das ist eine Tochtergesellschaft von Western Electric gewesen. Neben RCA war die Vestrex Corporation in den ersten 40 Tonfilmjahren der größte Technikausstatter der Filmindustrie. Und wahrscheinlich kam dem David Paul Gregg bei Vestrex der entscheidende Gedanke. Und zwar ist es ja so, dass beim Tonfilm die optische Abtastung durchgeführt wird, vollkommen berührungslos. Ja, aber der Ton ja optisch auf den Film. Genau, das heißt in Zacken- oder Sprossenschrift neben den Bildern. Und berührungslos muss man noch erklären, nicht wie bei Plattenspielern oder beim Tonbandgerät, wo ja immer die Nadel, der Diamant mit der Platte mechanischen Kontakt hat und beim Tonband schleift das Band über den Kopf. Das bedeutet natürlich Verschleiß beim Diamanten, bei der Platte und natürlich auch beim Tonband, Tonkopf und Tonband. Der Hintergrund, was sich Gregg jetzt überlegt hat, ein System zu entwickeln, das ohne Verschleiß arbeitet und eine hohe Wiedergabequalität hat, also zum Beispiel die große Bandbreite von Fernsehsignalen auch aufzeichnen und wiedergeben kann. 1960 wechselte dann Gregg zu 3M. Ach, das sind doch die mit Post-it. Genau, Post-it, Klebetechnik, genau. Aber das ist ein Multitechnologiekonzern und hat sich damals auch mit der Entwicklung von elektronischen Produkten wie Tonbandgeräten und Rekorder für Messwerte befasst. Und die war natürlich auf der Suche nach vermarktbaren Produkten. Und da hat jetzt Gregg die Gelegenheit gehabt, mit erfahrenen Ingenieuren auf dem Gebiet der Magnetbandaufzeichnung von Fernsehsignalen zusammenzuarbeiten. Die Geschichte ist ja in der Fernsehtechnik später dann unter dem Namen Ampex als Magnetbandaufzeichnung lange Zeit benutzt worden. Es gab keine andere Aufzeichnungsmöglichkeiten, wenn man vom Film absieht. Und da hat er ja dann auch das erste Patent. Ja, es entstand dann sein Patent mit den beiden Kollegen dort, eingereicht am 16. August 1962. Das heißt Reproduction of Television Signals from Photographic Disc Recordings. Also wir hören schon die Disc und Photographic. Ihr seht jetzt dann eingeblendet das System, das er sich ausgedacht hat. Das ist äußerst komplex. Das ist eine Elektronenstrahlbelichtung einer rotierenden Scheibe, die mit einer fotografischen Emission beschichtet ist und je nach der Intensität des Elektronenstrahls, der jetzt mit dem Signal moduliert wird,
ist es dann so, dass die Stellen heller oder dunkler werden. Und damit hat er dann ein Aufzeichnungsverfahren, ein analoges, optisches Aufzeichnungsverfahren. Aber das Ganze hat natürlich einen ganz großen Haken. Es muss natürlich, wir kennen es von der Fernsehbildröhre her, das Ganze muss im Vakuum stattfinden. Und das heißt natürlich ein Aufnahmegerät, das Vakuum erfordert. Das ist natürlich nicht sehr konsumerfreundlich und auch in der Studiotechnik sicherlich nicht so gebräuchlich. Aber wenn wir uns dann das jetzt anschauen, das Patent, dann sehen wir eben schon die spiralförmige Beschreibung. Und jetzt, wo er ja wahrscheinlich seine Anregung her hat, dass jetzt die Fernsehsignale oder die Tonsignale in Helligkeitswerte umgesetzt werden. Die Geschichte ist vielleicht am interessantesten, wenn wir uns jetzt die nächste Zeichnung des Patents anschauen. Das ist jetzt ein senkrechter Schnitt durch die Vorrichtung und hier sehen wir schon die rotierende Disk. Und wir sehen das System, das also dann bei der Wiedergabe mit einer Lichtquelle die Scheibe quasi von unten beleuchtet und oben ein Linsensystem über einen Spiegel auf eine Photozelle das Signal bringt und die Photozelle das wieder in elektrische Signale umwandelt. Das, wie gesagt, dieses Patent ist eingereicht worden am 16. August 1962, da hat sonst wahrscheinlich niemand an der optischen Bildaufzeichnung gearbeitet. Es ging dann so weiter, die 3M war natürlich interessiert daran, jetzt voranzukommen und ein Produkt zu entwickeln, und die haben sich dann überlegt, dass sie mit der Stanford University, also mit dem Forschungsinstitut der Stanford University zusammenarbeiten, um noch mehr Grundlagen zu erarbeiten. Das hat jetzt dem Paul Craig überhaupt nicht gefallen, dass er jetzt da jetzt mit den Forschern von Stanford University... Dann hat er seine eigene Firma gegründet. Genau, er hat seine, und die hat er dann Gauss Elektrophysik genannt. Und da hat er dann 1967 ein Patent eingereicht, Transparent Recording Disc. Und da kann man, das blendet man jetzt auch wieder ein, da gibt es schon einen Hinweis auf die Laserabtastung. Denn mit der Elektronenstrahlabtastung haben wir gehört, muss im Vakuum stattfinden, aber mit dem Laser, den man ja auch exzellent bündeln kann, ist es natürlich eine tolle Sache. Ja, jetzt hatte eigentlich Craig schon die Ideen in der Hand, ein Produkt zu entwickeln, das revolutionär wäre für High-Fidelity Audio und für Videowiedergabe. Und einen ganz neuen, einzigartigen Format. Was halt noch fehlte, war ein industrieller Partner, der die Idee zur Marktreife bringt. Ja, und wahrscheinlich auch, wie wir bei Sony und Philips ja gesehen haben, den Content. Ja, das ist sehr richtig, da hast du recht. Das ist natürlich, Content ist genauso wichtig wie was nützt die tollste Erfindung, wenn es kein Content dafür gibt. Ne? Aber der Partner war schnell gefunden. Das war 1968, hat dann MCA, die Music Corporation of America, das ist ein riesen amerikanisches Medienunternehmen der Musik- und Fernsehindustrie, und die haben natürlich jetzt eine Menge von Filmen und Filmrechten gehabt, und die haben natürlich Interesse gehabt, sowas in den Heimbereich zu bringen. Und deswegen haben sie sich dafür engagiert und
haben dann so ab 1969 sogar ein eigenes Labor gegründet, das sich damit auseinandersetzt, die dann ein für die Serienfertigung geeignetes Produkt entwickeln sollte. Also ein Videodisk-System, wie man es damals schon genannt hat. Und diese Anstrengungen von MCA, Disco Vision, wie sie hießen, waren schließlich von Erfolg gekrönt. Aber zu der Zeit war ja Philips auch schon. Das ist richtig. Philips hatte sich auch damit befasst und haben auch ein Videodisk-System entwickelt, das wie das MCA-System im reflexiven Mode arbeitet. Was heißt reflexiv? Wir haben vorhin die Zeichnung gesehen, dass mit der transparenten Scheibe ja von unten die Lichtquelle beleuchtet hat und oben ist dann der Lichtstrahl gebündelt worden und auf den Fotosensor geworfen worden. Das ist natürlich sehr umständlich, man muss sich das ja so vorstellen, dass dann quasi so ein U über die Scheibe laufen muss. Wenn man es im reflexiven Mode, so wie wir es heute ja gewohnt sind, auch bei der DVD, dann wird der Laser von unten, wirft seinen Lichtstrahl auf die Disk und das reflektierte Licht wird auf derselben Seite im Fotosensor dann ausgewertet. Ne? Nun haben MCA und Philips haben sich dann entschieden, wohlweislich auch wissend, wenn man allzu viele Systeme kreiert, dann wird es schwierig mit dem Content, die Entwicklungskapazitäten zusammenzulegen. Und 1972 präsentierten sie dann das erste gemeinsame Videodisk-System. Und jetzt, was ja toll ist, das Verfahren war ein Spritzpressverfahren, ähnlich dem der Schallplattenpressung. Also sehr, sehr einfach und ja, in der Herstellung. Während die Geschichte original vom Craig, das hätte ja bedeutet, dass man jetzt das wie ein Fotoprozess vervielfältigen hätte müssen, was natürlich teurer ist und aufwendiger. Ja, wenn wir uns jetzt das System ein bisschen näher anschauen, wie wir es auch einblenden, dann ist es so, es ist ja ein analoges System, das entwickelt wurde. Das Videosignal wird in Frequenzmodulation aufgezeichnet. Es wird dabei auf einen 8,3 MHz Träger aufmoduliert und der Hub ist so circa 2 MHz. Die Frequenzmodulation gewährleistet eine stabile Signalamplitude und die analogen Audiosignale werden auf eigenen FM-Subträgern moduliert. Also ich denke, das ist auch nochmal wichtig, dass man im Hinterkopf hat, dass das noch kein digitales Aufzeichnungsverfahren wie bei der heutigen Compact-Disc ist, sondern dass das noch analog aufgenommen wird. Ja, und wenn wir uns jetzt die Zeichnung näher anschauen, sie ist überschrieben, Wandlung der analogen Video- und Audiosignale in eine Sequenz von Bits, hat also mit dem digitalen Bit nichts zu tun, sondern es kommt von Grube, also Vertiefung mit anderen Worten, von variabler Länge, längs der Spur einer Laserdisc. Das ist jetzt schematisch dargestellt. Wir sehen oben den in der Frequenz modulierten, mit dem Videosignal modulierten FM-Träger. Drunter plus ist angedeutet, dass auch ein Audioträger, ein Audiosignal vorhanden ist. Und nun ist es so, dass man, was blau jetzt eingezeichnet ist, die Schwelle für den Lasertrigger, wenn also der Schneidlaser quasi oder der Brennlaser für den Master angefertigt wird,
dann ist es so, das Ergebnis, das wir dann unten sehen, das gibt dann bestimmte Längen, die jetzt sich durch die Frequenzmodulation ergeben. Und ganz unten ist dann gezeigt die Bits längs der Spur von oben gesehen. Aber jetzt nochmal, da ändert sich die Länge von den Bits, aber es ist kein digitales Signal. Man könnte sagen, ja, es ist eine Pulslängenmodulation, aber das ist kein digital. Der Hintergrund ist ein analoges, frequenzmoduliertes Videosignal. Ja, soweit die tolle Idee. Da es analog ist, muss die Scheibe natürlich auch mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit rotieren. Über den Brennvorgang haben wir kurz gesprochen, also um den Glassmaster dann zu erreichen. Der Glassmaster, der dient dann als Basis für die Erstellung der in der Laserdisc-Produktion verwendeten Spritzpresstechnik. Wir haben schon gesagt, nochmal betont, weil das ja viele, das ist war keine digitale Codierung, sondern es waren nur zwei Zustände, es waren die Bit und Land, hat auch wieder nichts Land zu tun sind dann die zwischen den Gruppen. Ne? Also keine digitale Codierung, also vielmehr eine analoge Information in der Länge von Bits und Lands. Aber dann kam doch zu diesem Zeitpunkt auch der Videorekorder. Wollte noch einen Satz dazu sagen, das ist die Wiedergewinnung des analogen Signals, wenn jetzt dann die Laserdisc rotiert und wir haben Wie viele gehört, hat die gebraucht? Die hat bei der Standard-Play, weil da muss man unterscheiden, ob sie mit konstanter Drehzahl arbeitet. Da waren es dann in der PAL-Version 1500 Umdrehungen pro Minute. Das ist also, wenn wir überlegen, ne, was ein Schallplattenspieler mit 33 Umdrehungen pro Minute, ne, also da war auch die Mechanik gefordert. Und das gab jetzt 36 Minuten Spieldauer für das Videosignal. Und dann hat man Extended Play eingeführt. Das ist ein Verfahren dann, wie es ja ähnlich ist bei der CD dann, mit konstante Abtastgeschwindigkeit. Das heißt also, dass demzufolge auf der innersten Spur haben sich dann 1500 Umdrehungen pro Minute ergeben und auf der äußeren Spur entsprechend weniger. Durch diesen Trick in Anführungszeichen konnte man dann 64 Minuten pro Seite in der PAL-Version erreichen, was eine ganze Menge ist, ne, für so eine Geschichte im reflexiven Mode. Wie gesagt, haben wir auch schon erklärt. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, die Wiedergewinnung, wenn wir nochmal einen Blick auf das Prinzip Schaltbild legen. Man kann jetzt, wenn man diese Bits und Lands wieder in ein optisches Signal verwandelt hat durch die reflektive Abtastung und ein entsprechendes elektrisches Signal, dann kann man die FM zum Beispiel mit der Zero-Cross-FM-Demodulation wieder wieder zurückverwandeln in dieses analoge Signal, das jetzt aufgezeichnet worden ist. Nicht? Also den Technikern ist bekannt, ja, wie man andere Verfahren noch, wie man FM-Signale demodulieren kann, also mit dem Phasendiskriminator oder mit dem Ratiodetektor. Aber hier haben wir ja ein bisschen anderes Signalverlauf, sodass man sich auch mit einem Zero-Cross FM-Demodulation erklären kann.
Ja, wo waren wir? Wir waren bei MCA und Philips. Ne? Jetzt kommt die Sache, die du erzählt hast. 1975 hat Sony sein Betamax Consumer Videorecorder System vorgestellt. 1975, nicht? Wir haben gehört, 1972 haben die beiden Firmen ihr Laserdisc vorgestellt. 1976 folgte dann JVC mit seinem VHS-System und die Europäer 1979 das erste Video 2000-System, die Systempartner Philips und Grundig. Das haben die, wie gesagt, 1979 auf der Funkausstellung vorgestellt. Man muss jetzt sagen, dass diese Systeme, die ich jetzt da aufgeführt habe, waren von der Auflösung und Tonwiedergabe alle schlechter als die Laserdisc. Aber ich konnte aufnehmen, ne? Genau, Das aber war der springende Punkt. sie konnten Fernsehsignale aufnehmen und ermöglichten dadurch zeitversetztes Sehen. So war auch die Fernsehwerbung in den USA für VHS-Systeme oder für das Sony-System und ermöglichten also so das zeitversetzte Sehen der Lieblingssendung. So hat man auch argumentiert, versäumen Sie nie Ihre Lieblingssendung. Und dann kam noch dazu... Interessant, ja, was man heute beim Streaming auch wieder verwendet, genau dieselbe Argumentation. Genau. Ne? Und dazu kommt noch, dass das Aufkommen von Videotheken mit ihrem großen Angebot von Leihkassetten dem schmalen Angebot von Filmen auf Videodisc überlegen war. Man muss sehen, jetzt einen Film auf Videokassetten zu bringen, der Prozess ist einfacher. Ich brauche einen riesen Raum, wo ich viele Consumer-Videorekorder hinstelle und ein Master Magnetbandgerät, das ein bisschen bessere Qualität hat, und dann hängen die alle parallel. Aber es ist echt 1 zu 1, ne? ja, 1 zu 1. Anders als ja bei der... Ja, aber der große Vorteil ist natürlich, ich habe die unbespielten Videokassetten sind Massenware. Billig, ne? Also ich brauche kein Presswerk dazu. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich auch Kleinserien damit machen kann. Also es können auch kleinere Firmen im Prinzip Videokassetten produzieren für den Markt, was bei der Bildplatte ja jetzt nicht möglich ist. Da braucht ein Presswerk, das die Geschichte macht. Und man muss die ganzen Schritte durchgehen, die man eben braucht für auch schon bei der Schallplattenpressung. Ne? Also schon viele Vorteile, wo man sagt, dann nehme ich halt doch etwas Nachteile in der Qualität. Ja, das Killerargument war natürlich die Aufnahmemöglichkeit mit dem Magnetband. Ja. Wenn es dann auch viele nicht gemacht haben, aber allein die Möglichkeit. Ja, und so kam es, dass die Philips die Sparte Videodisc aufgab, weil sie keine Zukunft da gesehen haben, kein Markt in Europa. Aber die haben ja da eine Menge reingesteckt. Also insofern und MCA hat sich was Ähnliches gedacht und hat das gesamte Geschäftsfeld an den japanischen Hersteller Pioneer veräußert. Und nun, wobei man sagen muss, Pioneer hat das noch länger verfolgt. Und, aber mehr im asiatischen Raum. Im asiatischen Raum, ist ja eine japanische Firma, Pioneer. Und im asiatischen Raum wird halt Bild- und Tonperformance höher geschätzt als bei uns. Und dazu kommt, dass die Menschen technikaffiner sind und die Filmliebhaber, die haben sich ihre Filme auf Videodisc angeschaut. Also die haben sie dann halt zwei Systeme hingestellt, ne? Wahrscheinlich eine für die hohe Qualität, für die Spielfilme und vielleicht einen Videorekorder dazu. Ja, aber ein Filmfreak nimmt nicht auf vom Fernsehen sich jetzt, sondern will ja bestimmte Filme sehen. So, und bei Philips hat man sich dann überlegt,
was man Irgendwie denn muss sich aus das der ja noch- Entwicklung der Laserdisc gewonnenen Know-how für Nutzen ziehen Weil könnte. es hat ja eine Menge Geld gekostet. Genau. Und Entwicklungen, um die Laserdisc als Audioträger zu nutzen, gab es zwar schon, aber es sollte schon etwas sein, was die Wiedergabequalität der mechanischen Abtastung der Schallplatte übertreffen würde. Man muss ja dazu sagen, nicht, die Laserdisc, sind jetzt nicht im Einzelnen darauf eingegangen, die hat ja auch 30 cm Durchmesser gehabt, richtig. an der Langspielplatte Also wie die LP, orientiert. ne? Genau. Ja, genau. Ja, jetzt müssen wir dann aber Nochmal einen Schritt zurück. einen Schritt zurück, einen Rücksprung machen, und zwar zu dem amerikanischen Erfinder James T. Russell. Der ist 1931 geboren. Er hat Physik studiert und ist dann anschließend, hat dann anschließend bei General Electric gearbeitet und dort viele Typen von experimentellen Messanordnungen initiiert. Und 1965 begann dann Russell für das Battelle Memorial Institute zu arbeiten. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich mit Technologieentwicklung und angewandten Wissenschaften befasst und heute noch existiert. Kann man sich vielleicht so vorstellen wie Fraunhofer bei uns. Das heißt, das ist von einem Mäzen gegründet worden. Und machen wie gesagt, industrienähere Forschung wahrscheinlich. ja, So wie es Fraunhofer auch. Ja. Ne? Und interessant ist auch wieder, insofern kommen wir da wieder zum lieben Paul Gregg, der was gesehen hat bei Vestrex mit dem Tonfilm. Am Patel Memorial Institute hatten auch Forscher den ersten kommerziell nutzbaren Fotokopierer entwickelt, was dann zur Gründung, meine Platte kopieren. was zur Gründung der Xerox Corporation führte. Kennt wahrscheinlich jeder. Fotokopierer in Amerika hat man sogar Fotokopieren mit Xerox. Das ist bei uns wie Tempo, ne? Für Ja, Taschenbücher, Xerox richtig. für Fotokopien. Ne? Jedenfalls könnte die Sache mit dem Fotokopierer, also die Möglichkeit, preisgünstig viele Kopien eines Originals zu erstellen, bei Russell den Anstoß gegeben haben, eine Anordnung zu entwickeln, die einfach und preisgünstig viele Kopien von Videos und Tonaufnahmen ermöglichen würde. Also er hat sich gedacht, er kommt da am Pressvorgang vorbei. Ne? Der Russell hat dann dort ein Gesamtkonzept eines Gerätes zur optischen Aufnahme und Wiedergabe entwickelt. Ja, sein erstes Patent reichte er im September 1966 ein mit dem Titel Analog to Digital to Optical Photographic Recording and Playback System. Da ist eigentlich ja beschrieben, dass er digital aufzeichnet, optisch und als sowohl Aufnahme als auch ein Wiedergabesystem. Ja, schauen wir uns die Zeichnung, die in seinem Patent abgebildet ist, an. Wie ihr seht, hat er oben den Block 12 analoge Signalquelle. Das kann jetzt ein Fernsehsignal oder ein Audiosignal sein. Und das geht jetzt auf einen Analog to Digital Signal Converter, ein ADC. Und das Digitalsignal kann jetzt, da ist ein Block da, dass man es im Computer zwischenspeichern kann. Das ist jetzt aber für die Funktion nicht weiter wichtig. Danach kommt eine Verstärkereinheit und dann kommt der Block Electrical to Optical Digital Signal Recorder. Da muss das jetzt das Signal, das seriell elektrisch vorliegt, in
in ein optisches Signal umgewandelt worden. In sein Patent basiert das noch mit Lampentechnik und dies wird dann fokussiert und wie wir sehen können, ist die ganze Anordnung auch so, unten wieder spiralförmige Aufnahmespur und was eben das grundlegend Neue daran ist, dass jetzt nicht ein analoges Signal aufgezeichnet wird, sondern tatsächlich ein serieller Bitstrom, wie man jetzt in der Mitte die Figur 5a zeigt. Man kann jetzt die Bitkombinationen sehen, die etwas stärkeren Vierecke, die da zu sehen sind, das hat er sich ausgedacht, das benutzt er zur Synchronisation für das ganze System. Die Idee ist jetzt dann, dass er jetzt aus diesem, er hat ja eine Scheibe benutzt, die mit einer Photoemission beschichtet ist. Das heißt also, die lichtempfindliche Schicht, je nachdem ob Licht auftritt oder nicht, wird dann geschwärzt oder nicht geschwärzt. Und er hat sich dann vorgestellt, dass man diesen Prozess dann mit einem fotografischen Kopierer vervielfältigen kann. Eben da die Geschichte zum Xerox-System. Und auf der Wiedergabeseite eben dann wieder es war ja auch sein System ist so angelegt, dass es auf Durchlicht funktioniert, wieder eine Lichtquelle und eine Fotozelle und er kriegt dann einen seriellen digitalen Bitstrom und den gibt er in Schieberegister, sodass er wieder das parallelisieren kann und dann geht es auf einen Digital-Analog-Konverter und wird wieder ein analoges Signal verwandelt und dann geht es auf einen Verstärker, der dann am Ausgang dieser Wiedergabeeinheit jetzt den Anschluss für ein HiFi-Gerät oder eben für ein Fernsehgerät, wenn es ein Fernsehsignal war. Wie wir unten nochmal sehen, es ist eingereichtes Patent am 1. September 1966 und ist am 17. März 1970 erteilt worden. Das ist ganz normal. Die Geschichte, es dauert die Prüfung und man muss auf Einsprüche warten. Aber das Entscheidende ist immer für eventuelle Patentstreitigkeiten der Tag, an dem das Patent eingereicht wurde. Und eigentlich ist ja das Verfahren so, wie es dann auf der CD heute ist. Eine entscheidende Verbesserung kommt noch dazu, aber jedenfalls hat er das in seiner Patentschrift tatsächlich so, dass ein digitales Signal, ein digitaler Serienstrom aufgezeichnet wird. Nun gibt es findige Leute, im Internet hat jemand mal nachgerechnet, was das bedeuten würde. Also die Spurbreiten, die man mit einem optischen System erreichen kann, also mit normalen Lichtquellen. Und die Geschichte, dass er ja einen seriellen Datenstrom hat, der nicht datenreduziert ist. Das heißt also, wenn wir später noch sehen, das ist ja die Grundverbesserung dann bei der CD gewesen. Wenn man das jetzt zugrunde legt und bei entsprechenden Umdrehungsgeschwindigkeiten, wie wir gesehen haben, ja, die schon ziemlich hoch sind, auch bei der Laserdisc, dann hätte er da
was weiß ich, 60, 70 Sekunden Aufzeichnung auf seine Platte gekriegt. Das heißt also, ob man damit sehr glücklich geworden wäre, weiß man nicht, aber es sind halt die Grundgedanken schon drin, die es erfordert für so ein System. Er hat ja das wunderschön beschrieben. Lassen wir ihn abschließend selber zu Wort kommen. Er erklärt in seinem Patent, die Signalquelle liefert ein Video- oder Audiosignal, das zum Beispiel ein Fernsehsignal oder ein High-Fidelity-Musiksignal sein kann. Dieses analoge Eingangssignal wird an den Eingang eines Analog-Digital-Konverters in der Recorder-Unit gelegt. Dieser ADC erzeugt ein digital kodiertes elektrisches Ausgangssignal. Der Signalrekorder konvertiert das digitale elektrische Signal in ein digitales Lichtsignal und zeichnet dieses fotografisch auf. Dies geschieht durch spiralförmiges Schreiben eines Lichtstrahls, der stark fokussiert auf die fotoempfindliche Schicht der Aufnahmeplatte gerichtet ist. Da der Lichtstrahl mit dem binären digitalen Signal gesteuert wird, entstehen Spots längs der Spur, die entweder lichtundurchlässig oder lichtdurchlässig sind, entsprechend den 0 oder 1 Bits des binären Codes. Also das ist nochmal die Zusammenfassung, was ich jetzt vorhin versucht habe, im Schnelldurchgang zu erklären. Natürlich im Original hat er das natürlich in Englisch verfasst, das Patent, und wir haben uns erlaubt, das entsprechend zu übersetzen. Ja, er hat sich jetzt natürlich vorgestellt, dass er mit seinem Photomaster preisgünstige Abzüge oder Fotokopien für die Konsumenten erstellt werden könnten. Ja, wieder hint, die Geschichte mit Xerox-Prozess. Diese Kopien würden dann in das Wiedergabesystem eingelegt, optisch abgetastet und nach der Digital-Analog-Wandlung durch das Wiedergabegerät, zum Beispiel Fernsehgerät oder HiFi-Anlage, als eine hochwertige Reproduktion des analogen Originalsignals wieder sichtbar oder hörbar gemacht werden. Das grandios Neue an seiner Idee war, die Signale nicht analog abzuspeichern, sondern als seriellen digitalen Datenstrom, wie es ja auch später bei der CD realisiert worden ist. Wir haben ja vorhin gehört, dass bei der Laserdisc das analoge Signal abgespeichert wurde. Schauen wir uns jetzt die das CD-System an. Dazu nehmen wir wieder ein Blockdiagramm, das die Aufnahme- und Wiedergabeprinzip zeigt. Ja, bei der Aufnahme, was wir uns jetzt hier schenken, ist natürlich die ganze Studiotechnik, wie ein Signal abgemischt wird. Und das ganze Processing, bevor man in die Geschichte geht, dass man eine CD erstellt. Also die ganze Studioarbeit. Also wir sagen hier linkes und rechtes Mikrofon. Dann geht es in ein Anti-Alias-Filter. Das ist ein Tiefpassfilter auf ein 16-Bit Analog-Digital-Konverter. Warum ein Filter? Die Geschichte, da müssen wir jetzt über das Abtas-Theorem sprechen, das ja besagt, dass man die Abtastrate mindestens so hoch wählen muss wie die doppelte Frequenz der höchsten Frequenz, die in der Signalquelle vorkommt. Wenn wir jetzt von unserem menschlichen Hörbereich ausgehen, von ein paar Hertz bis 20 Kilohertz,
ist es so, dass wir also mindestens mit 40 Kilohertz abtasten müssten. Wir haben aber 44,1. 5,1. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben gesehen, wir brauchen aus physikalischen Gründen einen Anti-Alias-Filter am Eingang. Und so einen Filter kann man nicht beliebig steil machen. Und deswegen ist für diesen Übergangsbereich eben Speck vorhanden und man tastet mit den 44,1 Kilohertz ab. Dieses Theorem von Nyquist und Shannon aufgestellt, schon lange bevor sich digitale Signalverarbeitung in der Praxis durchgesetzt hat oder angewandt worden ist, ist ein Grundgesetz der Nachrichtentechnik und das besagt eben auch, wenn man das einhält, dann kann man das digitale Signal, nachdem man es wieder in Analogform gebracht hat, nicht vom Originalsignal unterscheiden. Das ist ja immer die Behauptung, dass durch Abtasten die Qualität gemindert würde. Ja, wir waren bei dem 16-Bit ADC, da müssen wir ein bisschen was dazu sagen, warum man 16-Bit wählt. Man kann rechnerisch, ohne jetzt in die Signaltheorie näher einzusteigen, sagen, dass man eben ein Bit für 6 dB braucht. Wenn man 16 Bit benutzt, dann kommen 96 dB raus. Das ist ein riesen Verhältnis. Damit lässt sich der Dynamikbereich von einem Sinfonieorchester problemlos darstellen. Und das ist auch eine Geschichte, die Karajan ja gelobt hat, dass man endlich mit den mindestens 90 dB, theoretisch eben die 96 dB, arbeiten kann. Im Vergleich zur Schallplatte ist es natürlich ein ganz toller Wert. Dort muss man ja mit Dynamikkompressoren arbeiten, damit jetzt nicht bei tiefen Tönen und beim lauten Paukenschlag jetzt die Geschichte passiert, dass die Nadel in die nächste Rille springt. Ja, wir waren bei den 16-Bit ADC-Wandlern. Man muss noch dazu sagen, dass die Störung, die durch das LSB, also das Least Significant Bit, verursacht wird, die ist so gering, dass im Vergleich zu dem, was eine Schallplatte macht, das Rauschen, das Knistern durch den mechanischen Abtastvorgang und das Rumpeln, was sich auf das System überträgt, also das ist jenseits dessen, was der Mensch hören kann. Wie gesagt, jetzt die beiden 16-Bit-Werte werden kombiniert in einem Multiplexer zu einem Datenstrom und dann kommt der Block Fehlerkorrektur und Kanalkodierung und Synchronisation. Fehlerkorrektur ist eben eins der primären Merkmale, dass sich Philips und Sony gesagt haben, wir müssen, wenn wir einen neuen Tonträger kreieren, natürlich was bieten, was jetzt die bisherigen Tonträger Schallplatte und Laserdisc nicht bieten können. Das heißt, es ist so, dass in dem Signal wird Redundanz eingebaut und jetzt ein Fingerabdruck oder ein Kratzer führt nicht dazu, dass der hörbar ist. Bei der Schallplatte ist ja der kleinste Staubkorn schon hörbar. Bei der Laserdisc war das auch so. Wenn Störung aufgebracht worden ist, dann war auch eine Störung im Bild vorhanden. Nur wenn der Kratzer senkrecht auf
Da gibt es den Holzhammer-Test. Wurde von den Freaks gemacht, wie CD aufkam. Die haben dann mit einer Reißnadel in radialer Richtung, also zum CD-Mittelpunkt, ein Kratzer aufgebracht. Und sieh da, das war problemlos. Aber wenn man in Rillenrichtung den aufbricht, dann bringt man natürlich irgendwann die Fehlerkorrektur zum Aussteigen. Ja, die Kanalkodierung, vielleicht kurz erklärt, wie wir schon von den Patenten und von der Laserdisc wissen, wir können ja nur ein serielles Signal auf den Schneidlaser dann aufbringen. Das heißt, wir müssen einen seriellen Datenstrom erzeugen und gleichzeitig müssen wir Möglichkeit haben, dass man diesen Datenstrom auch Synchronwerte damit überträgt. Wir haben beim Russell gesehen, diese dickeren Bunde, die jetzt eigentlich die zur Synchronisation dienen. Das ist natürlich ein Verfahren, das ist jetzt nicht gerade geeignet für das, was man mit der CD will. Deswegen haben die Systemtheoretiker bei Philips die Kanalkodierung dazu benutzt, um jetzt einen Datenstrom zu erzeugen, wo im Bitmuster der Takt wieder regeneriert werden kann. Wie kann man sich das trivial vorstellen? Man lässt jetzt Codewörter, die jetzt mehrere Nullen oder Einsen hintereinander hätten, nicht zu. Man kodiert es in einen Code, der halt jetzt keine Nullen hintereinander oder Einsen hintereinander hat. Das heißt natürlich, man muss jetzt breiter codieren, Redundanz quasi dazu bringen, aber man hat den Vorteil, dass man dann, wenn tatsächlich immer Wechsel zwischen 0 und 1 erfolgen, kann man daraus den Takt wieder generieren. Und das führt ja auch dazu, zur fantastischen Gleichlaufeigenschaften, die eine CD hat. Ja, wir waren beim Schneidelaser, ne? Das letzte auf der rechten Seite für die Matrizenherstellung. Die Geschichte ist ja ähnlich dem in der Schallplattentechnik, nur in der Schallplattentechnik wird es natürlich mechanisch mit einem Schneidstichel, ganz grob kann man sagen, grob mechanisch aufgebracht, und hier ist es ein Laser, der jetzt auf eine fotobeschichtete Glasplatte das aufträgt, und aus der wird eben dann werden die Pressmatrizen generiert. Und das Geniale ist halt, dass man dann trotzdem wieder ähnlich wie in der Schallplattentechnik durch Presstechnik die CD erzeugen kann. Was dann im Presswerk passiert. Aber die Toleranzen sind schon extrem niedrig. Wir wollen jetzt hier nicht darauf eingehen, auf die Spurbreite, die sehr, sehr klein ist, und auch auf die Abmessung der Pits und Lands, was jetzt mit dem Bit ja nichts zu tun hat, also der Gruben und der Erhebungen, wenn man so will. Im Englischen Land, braucht man glaube ich nicht erklären. So, dann haben wir die fertige Disk, und die müssen wir jetzt in ein Player legen können, so wie sich ja auch der gute Russell schon vorgestellt hat. In dem Player muss ein optisches Abtastsystem wieder sein. Das optische Abtastsystem, das jetzt bei Philips Sony verwendet wird, ist reflektiv.
Das heißt also nicht so, wie wir bisher bei den Patenten gesehen haben. Im Übrigen ja auch bei der Laserdisc war es schon reflektiv. Das heißt also, man braucht nur von einer Seite zugreifen. Wenn wir hier jetzt unseren Sony CD-Player Discman, wie er schön heißt, nehmen, dann können wir ja sehen, wenn wir hier die Disc drauflegen, dass nur von einer Seite gelesen wird, also von der Unterseite. Auf die bedruckte Labelseite oben, sonst könnte man es ja auch nicht bedrucken, wenn sie optisch abgelesen wird. Aber trotzdem, vorsichtig, wird auch beschrieben, nicht mit einem Kugelschreiber oder was durchdrücken, denn dann wird natürlich die empfindliche Struktur gestört. Ein Filzschreiber macht natürlich keine Probleme. Okay, jetzt sind wir auf der Wiedergabeseite. Also wir brauchen das optische Abtastsystem. Reflektiv haben wir gesagt, da sind natürlich einige Kunstkniffe notwendig, weil ja man muss den Abtaststrahl und den reflektierten Strahl ja trennen können wieder und das ist nicht so einfach. Das werden wir jetzt hier im Einzelnen erklären. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das auf unserer Homepage im Detail nachlesen. Ja, was muss erfolgen? Die Dekodierung. Das heißt also, als erstes müssen wir die Kanalkodierung wieder umwandeln in die Bitstruktur, in den Code, den wir für die Weiterverarbeitung brauchen. Wir nehmen also da die Redundanz sozusagen wieder raus, die in dem Code liegt. Aber das ist nicht sehr kompliziert. Das sind die Informatiker sprechen von Lookup-Table. Man braucht nur in die Code-Tabelle gehen und braucht sich dann den neuen Code zu jedem Wort eben auslesen. Die Fehlerkorrektur muss natürlich durchgeführt werden. Das passiert auch so, dass man Redundanz einführt und dadurch kann man berechnen, wo ein Fehler vorliegt und kann den so wieder ergänzen, sodass er das Originalsignal wiedergibt. Das Ganze erhöht natürlich die Datenmenge, aber hat natürlich einen ganz tollen Vorteil, was bisher bei keinem Datenträger gab, dass er eine Fehlerkorrektur hat. Okay, gut. Synchronisation haben wir auch schon angesprochen, das kann er ableiten jetzt aus dem seriellen Datenstrom. Die Ablaufsteuerung, also die ganze Geschichte, wenn ich eine CD einlege, dann muss er lesen im Header, um was es sich handelt und so weiter. Der Titel muss angezeigt werden und. Da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Das ist also auch die gesamte Ablaufsteuerung, welchen Track ich anwähle und so fort. Und die Servos natürlich, das sind ja ein paar Motoren im Einsatz, die jetzt die Spurnachführung machen. Das darf man sich auch nicht so einfach vorstellen, jetzt mit dem Laser dieser spiralförmigen Spur zu folgen, die wirklich hauchfein ist und nicht in die nächste Spur zu laufen. Dann kommt der Demultiplexer, der jetzt wieder links und rechts auseinanderklabüstert, wenn man so will. Und dann müssen wir damit das rechte und das linke Signal wieder auf den entsprechenden Digital-Analog-Konverter geht, der jetzt den umgekehrten Prozess macht vom ADC. Und aus physikalischen Gründen bei der Abtastung brauchen wir danach wieder ein Anti-Alias-Tiefpassfilter und dann kann es auf den Verstärker gehen, der jetzt das linke und rechte Signal an den Ausgang bringt, entweder dann für einen Kopfhörer oder für eine HiFi-Anlage. Der kleine Discman hat ja von den Daten her nichts zu verbergen, wenn man so will. Er hat ja
einen Klirrfaktor haben wir gesehen bei der CD 0,05%. Die Schallplatte kann von 0,4% bis 3%. 3% dann, wenn es innenliegende Rinnen sind und bei einem nicht gut abgeglichenen Plattenspieler und oft gespielten Platten, weil ja mit jedem Abspielvorgang die Platte leidet und natürlich auch der Diamant abgeschliffen wird sozusagen. Was den Gleichlauf betrifft, aufgrund des Prinzips ist es so, dass die halt bei der CD nicht messbar ist, so gut ist der. Und bei einem guten Plattenspieler kann man nur Gleichlaufschwankungen im HiFi-Jargon Wow und Flatter wird es bezeichnet, von etwas weniger als 0,05% erreichen. Das klingt jetzt sehr niedrig, aber man muss bedenken, dass das menschliche Ohr, das System Ohr-Gehirn sehr empfindlich auf Tonhöhenänderung reagieren kann. Ja, und bei dem Wert rede ich ja nicht von Plattenspielern, die ich hier einfach so in eine Hand nehmen kann. Ne? Genau, ja, richtig. Würde auch jetzt bei der Disk nichts bringen, wenn man sagt, Masse bringt Gleichlauf, nicht, sondern das ist hier ja auf geniale Weise über den seriellen Datenstrom gelöst. Ja, zum Störabstand haben wir ja beim Wandler gesehen und was auch die Dynamik betrifft, 96 dB vom System her bei den 16 Bit, also Minimum 90 dB kann man erreichen. Und das gilt natürlich dann auch für das Übersprechen von linken in rechten Kanal. Er ist ja hier im Digitalen vollkommen getrennt voneinander. Die digitalen Linksbits können nicht in die Rechtsbit übersprechen, wenn man so will. Ein Plattenspieler kann 30 dB erreichen. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und das ist auch einer der Gründe, warum man jetzt zum Beispiel die Experten, die jetzt Hörtests machen, immer davon ausgehen, wie räumlich durchhörbar eine CD-Aufnahme ist und dementsprechend auch ja, die örtliche Auflösung, heißt der Fachbegriff, ist wesentlich besser als bei Vinyl. Ja, die Geschichte Knistern und Knacken durch mechanische Abtastung fällt bei der CD weg. Da kommen wir ja bei den Studien dann noch. Da kommen wir eingehend drauf. Und es gibt durch die Abtastung nicht eine Verschlechterung der Platte. Je öfter man spielt, mag das Auflagegewicht noch so gering sein. Es gibt immer eine Reibung zwischen Diamant und Platte. Ja, und vielleicht sollte man auch noch einen Satz dazu sagen zum beliebten MP3, was ja eigentlich MPEG 1 Audio Layer 3 bedeutet. Es wird halt zusammengefasst zur MP3. Das ist ein verlustbehaftetes System. Das hat natürlich einen Nachteil gegenüber einem Lossless-Verfahren, also einem verlustfreien Verfahren, wie es bei der CD üblich ist. Und das ist eigentlich das einzige Verfahren, das im Moment für die Wiedergabe benutzt wird, das verlustfrei ist. Da wirst du noch was dazu sagen für die Zukunft, was man jetzt beim Streaming vorhat. Nun muss man Gerechtigkeit halber sagen, auch wir hören MP3, weil es ja Anwendungsfälle gibt, wo der Inhalt, der Content wichtiger ist als
Genau. Und vor allen Dingen, wenn man sein Smartphone hat und möglichst viel portabel dabei haben will, dann ist man um jedes Byte dankbar, das man einsparen kann. So ist es. Gut. Ja, dann sind wir mit der Technik soweit, denke ich. Bei weiteren näheren Interesse blenden wir unten nochmal unsere Homepage ein. Genau, da steht der Artikel, wo die Technik noch etwas genauer beschrieben ist. Und dann bleibt uns nur, euch viel Vergnügen zu wünschen beim Zuhören und bei den nächsten Folgen viel Vergnügen, und über ein Like freuen wir Würden wir uns sehr freuen. immer. Also, tschüss.